Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de mit Jahreshighlight Nummer 2, dem neuen BMW 5er. Es ist zeitlich etwas knapp, deswegen wird es leider nur eine sehr kurze Review. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber ihr findet alle wichtigen Details in der Infobox und sofern es irgendwie möglich ist, werden wir alle wichtigen Details nachliefern. Fangen wir aber erstmal mit dem Design des neuen 5er an. Wir haben hier die M-Line, deswegen sieht das Weiß mit den schwarzen Details nochmal ein Ticken sportlicher aus. Ganz wichtiges Detail, die Nieren haben aktive Aero-Elemente. Das heißt, im Moment sind sie geschlossen, weil wir sehr gemächlich gefahren sind. Und wenn der Motor ein bisschen mehr Frischluft braucht, gehen diese Teile hier auf. Und auch hier, beziehungsweise da unten, geht es dann auf, damit einfach bessere Kühlung stattfindet. Aerodynamisch gesprochen ist es natürlich dann effizienter, wenn man die zulässt. Dementsprechend hat die beste Variante auch einen CW-Wert von 0,22. Serienmäßig wird der neue 5er übrigens mit LED-Scheinwerfern ausgeliefert. Allerdings nicht genau diese, die wir jetzt hier haben. Das sind schon die adaptiven LED-Scheinwerfer, die natürlich auch schön um die Kurve rumlenken und gegen entkommende Fahrzeuge ausblenden können. Mit 4,93 Meter Länge ist der aktuelle 5er größer als der E32. Das ist der 7er der frühen 90er Jahre, nur um das mal in Relation zu setzen. Wir haben jetzt auch hier, weil ja die Verhältnisse zum 7er immer knapper werden, diese Aero-Elemente an der Front hier vorne vom 7er. An sich, die Dachlinie soll so geformt sein, dass wir einfach ein sehr elegantes Design haben. Wir haben hier, wie gesagt, die M-Linie, deswegen auch sportliche, schicke 19 Zoll Felgen in Schwarz, die mit dem Weiß ganz gut passen, aber es gibt natürlich auch zahlreiche andere Kombinationen. Am Heck ziehen sich die Leuchten sehr weit rum, was das gesamte Heck in die Breite zieht, wie auch schon beim 7er bekannt. Bei den Endrohren gibt es entweder runde Endrohre oder wie wir sie hier haben, trapezförmige oder rechteckig vierflutig für die absolute Top-Variante, den M550. Der kommt allerdings erst etwas später. Im Fall des weißen 5er fahren wir den 540i. Das heißt, schöner rein 6-Zylinder gekoppelt an 8-Gang Steptronic mit 340 PS, 450 Newtonmeter Drehmoment, 5,1 Sekunden auf 100 km/h, so wie wir ihn jetzt hier haben, weil Hinterradantrieb, und mit X-Drive ist man ganze 2 Zehntel schneller. VMAX liegt bei beiden bei 250 km/h. Weiter mit dem Cockpit des neuen 5er. Und da muss ich direkt auf ein kleines Detail eingehen, was eigentlich total irrelevant erscheint. Aber hier steckt die Flasche noch drin. Warum? Man hat die Cupholder tiefer gemacht, sodass die Bedienung dieser Elemente trotzdem möglich ist. Finde ich ziemlich gut, weil ehrlich gesagt, bisher hat mich das bei BMW, besonders bei den kleineren BMW-Modellen, immer gestört, dass wenn man hier eine Flasche drin hatte, dass hier nichts mehr ging. Kommen wir aber zu diesem absolut neu konstruierten Interieur. Lenkrad sehr schick. Was nicht so schick finde, ist der Knopf für die Lenkradheizung hier in der Mitte. Ansonsten hat man hier auf der linken Seite die kompletten Fahrhilfen, die wir auch kurz im Fahreindruck behandeln. Ich finde, die funktionieren tadellos. Es hat im Prinzip bis auf einen kleinen Fehler der Tempolimitanzeige alles problemlos funktioniert. Kommen wir aber zu diesem Element hier, das sich ja auch mit diesen Bewegungen steuern lassen würde. Das neue System mit dem Bildschirm 10,25 Zoll Größe ist meiner Meinung bzw. meines Wissens nach das einzige System, das sich auf 4 Wegen bedienen lässt. Sprache, Touch, Drehdrücksteller iDrive und Gesten. Kommen wir direkt zum Thema Gesten. Noch ist es sehr eingeschränkt, aber ich bin schon jetzt so ein bisschen begeistert. Wenn ich nämlich den Finger hier so drehe, ich hoffe, die GEMA nimmt mir das jetzt nicht allzu übel, aber ich habe gerade die Lautstärke laut und leise gemacht, ohne den Bildschirm zu berühren oder sonstiges zu berühren. Und es gibt etwa auch Befehle zum Anruf annehmen, das heißt, man zeigt dann mit dem Finger auf das Display, wird er angenommen, wenn man wischt, wird er abgelehnt. Sehr clever. Und was aber für mich irgendwie so das Highlight ist, man kann diese Geste, also das Victory-Zeichen, frei belegen mit einem Befehl, der im iDrive verfügbar ist. Ferner gibt es hier ein neues Head-Up-Display, das 70% größer ist als sein Vorgänger. Und so viel kann ich sagen, 70% ist wirklich untertrieben. Man hat ungefähr auf Höhe 2 Meter vor dem Fahrzeug eine wunderschöne Anzeige, die gestochen scharf ist und auch von der Größe sehr übersichtlich. Das heißt, wir haben da zum Beispiel die aktuelle Tempolimit, die Fahrassistenten oder die Navigationsanzeigen und das wirkt keinesfalls überladen. Und dann haben wir hier in der Mittelkonsole natürlich auch den Fahrerlebnisschalter. Das ist kein Kippschalter mehr, sondern man kann jetzt einfach Sport, Komfort, EcoPro direkt anwählen und daneben sehen wir auch den Schriftzug Adaptive. Das heißt, wir haben hier die Wankstabilisierung drin, die
über elektrische Schwenkmotoren die Bodenunebenheiten ausgleicht. Das heißt, wir haben hier ein ultra komfortables Fahrzeug und es gibt optional die Integrallenkung, hat aber an sich jetzt nichts mit dem Lenken an sich zu tun, sondern wir haben dann die Hinterachslenkung. Das heißt, ein noch dynamischeres Fahrzeug. Trotz Zeitmangel der Sitzcheck für das Fond darf natürlich nicht fehlen, auch in so einer Limousine. Und ich muss schon mal sagen, platztechnisch hinter meiner Fahrerposition überhaupt kein Problem bei 1,80 Meter Körpermaß. Und wir haben hier, da kann ich schon mal ein paar Punkte abhandeln, die optionale 4-Zonen-Klimaautomatik, die auch über Sitzheizung für die äußeren Fondsitze verfügt. Thema Sitze, wir haben hier ein sehr schickes, noblesses braunes Leder mit grau-blauen Ziernähten. Wie ich finde, steht dem Fünfer ziemlich gut, kann man gut tragen. Und auch hier die Leisten in der Tür finde ich sehr schick mit diesem schönen Aluminium-Verzierung der Bowers & Wilkins Anlage, die wohlgemerkt jetzt nicht Top-Level in diesem Segment ist. Da gibt es leider, muss man leider sagen, wirklich bessere Systeme. Aber die Kompetenz von BMW liegt ja in etwas anderem, und zwar dem Fahreindruck. Auf der Autobahn haben wir schon mal alle Assistenten ausprobiert. Die funktionieren eigentlich tadellos. Auch der Spurwechselassistent hilft ganz schön. Kommen wir aber zum Fahreindruck des 540i. Wir sind momentan noch in der Einstellung Komfort und ich finde, das Lenkrad hat schon ein gutes Gewicht. Also man kann gut damit arbeiten und die Spreizung soll in Sport, wenn man dann im Fahrerlebnisschalter wechselt, noch mal ein bisschen besser sein. Machen wir das einfach mal. Gehen wir mal in Sport. Die Anzeigen gehen auf Rot. Man merkt schon direkt, die Kennzahlen verändern sich. Das heißt, der Motor dreht besser raus. 6-Zylinder übrigens ein sehr schönes Aggregat, der nicht nur schön laufruhig ist, sondern auch einen schönen, entspannten Sound macht. Vom Lenken her merke ich jetzt nicht so den super großen Unterschied, was das Gefühl angeht. Allerdings spricht der Motor jetzt deutlich spontaner an als noch im Komfort und hängt auch direkt konsequent am Gas. Das heißt, wenn wir ein bisschen drauf treten, geht es auch direkt vorwärts und weil eben der passende Gang eingelegt ist. Dann noch kurz mal in Eco Pro. Da haben wir natürlich auch wieder das schöne auskoppelndes Getriebe. Das heißt, es spart Sprit, was den Sechszylinder natürlich auch ökonomisch etwas vertretbarer macht. Generell zum Fahreindruck gefällt mir die hohe Laufruhe des Sechszylinders. Allerdings, wenn das Geld dafür nicht da ist, es gibt ja auch gute Vierzylinder von BMW, die können wir allerdings hier und heute leider nicht fahren. Zur Markteinführung gibt es die aber genauso wie den Sechszylinder Diesel und Sechszylinder Benziner. Was wahrscheinlich die meisten interessiert, im direkten Vergleich zur E-Klasse finde ich die E-Klasse deutlich komfortabler und hier haben wir doch noch dieses typische BMW-Fahren, dass wir ein emotionaleres, ein leicht sportlicheres Fahrzeug haben, obwohl es doch eine ziemlich schwere Limousine ist. Noch ein kleiner Nachtrag zu den Fahrassistenten, denn die Tempomat-Vorschau, wie ich sie mal nenne, funktioniert ja Hand in Hand mit der Navigation. Das heißt, hier in Portugal stimmen die Verkehrsdaten nicht immer ganz überein, aber dort, wo sie übereinstimmen, ist es eine enorme Hilfe, denn wir sehen im Head-Up-Display, wenn wir etwa 90 fahren dürfen, dass bald eine Stadt kommt, wobei dann da 50 gilt. Das wird dann klein grau hinterlegt im Display angezeigt. Ganz nettes Gimmick. Und weiter zur Verkehrszeichenerkennung. Die wird ja auch, sagen wir mal, so halbautomatisch in den Tempomat mit übereingenommen. Ist allerdings anders als in der E-Klasse. In der E-Klasse wird es einfach übernommen, zack, und bremst runter. Auch bei Audi wird das übernommen und bremst runter. Hier bei BMW ist das komplett anders. Man bekommt die Information, dass jetzt ein anderes Tempolimit gilt, muss das aber an einem Klick am Tempomat nochmal bestätigen und dann erst wird das Ganze übernommen. Wie ihr schon seht, habe ich jetzt ein anderes Lenkrad. Das heißt, wir sind jetzt in der Luxury Line mit dem 530D X-Drive. Was wiederum bedeutet, dass wir einen 265 PS starken, 620 Newtonmeter kräftigen Sechszylinder Diesel unter der Haube haben. Der ist von der Charakteristik her natürlich ganz anders als der 540i, obwohl er ähnlich laufruhig ist wie der 540i. Das heißt, wir haben ja auch hier im 9.5er eine motornahe Dämmung. Soll heißen, sowohl im 540i als auch im 530d bekommen wir leider sehr wenig vom Motor mit. Es ist natürlich ein Komfortfeature, was wiederum bedeutet, dass
es einfach so gewollt ist. Wenn dann ein M kommt, wird das wahrscheinlich etwas anders geregelt sein, dass wir ein bisschen mehr Motorakustik mitbekommen. Generell sei aber gesagt, vom Diesel hört man mehr als vom Benziner und kommen wir damit direkt auch zum Fahreindruck. Erstmal haben wir X-Drive hier, das heißt Allradantrieb, der auch bis zu 100% an die Vorderachse gehen kann. Und, so viel sei gesagt, der ist super neutral. Also da kann man in die Kurven reinhämmern, wie man möchte. Der bleibt super neutral. Von der Charakteristik des Motors her, kräftiger Diesel, super kräftiger Antritt. Aber was mir auffällt, im Diesel merkt man die Spreizung der Fahrmodi deutlich mehr. Heißt, in Eco Pro ist es wie, als ob ein Stein hinterm Gaspedal steckt. Da kommt einfach keine Leistung. Soll der Sprit sparen. In Sport allerdings zieht er dann doch kräftig an. Sehr viel kräftiger als in den normalen Modi. Um nochmal aufs Lenkrad zurückzukommen, hier haben wir auch wieder die Lenkradheizung in der Mitte. Gefällt mir in dieser Variante besser als in der sportlichen Variante. Da ist es mir einfach so ein bisschen ein Dorn im Auge. Hier ist der Knopf schöner versteckt. Zu Anfang hatte ich schon gesagt, Jahreshighlight Nummer 2. Nummer 1 war die E-Klasse und beide kämpfen ja im selben Segment um die Gunst der Kundschaft. Jetzt kommt BMW immer mit dem Slogan Freude am Fahren um die Ecke und ganz ehrlich, hier steckt auch Freude am Fahren drin. Zumindest jetzt mit dem reinen Sechszylinder, wie es bei den kleinen Vierzylindern ist, wage ich zu bezweifeln. Aber die haben sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung. Technologisch gesehen bewegen sich beide Fahrzeuge für mich auf einem sehr gleichen hohen Level, die uns zeigen, wo es mit der Automobilindustrie in den nächsten 5 Jahren hingeht. Und so viel sei aber auch gesagt, BMW ist nicht perfekt. Es gibt Dinge, die finde ich bei der E-Klasse deutlich besser, wie etwa das Soundsystem. Allerdings hat man hier die Möglichkeit, sein Infotainment-System gleich über 4 Wege zu steuern, was doch ziemlich eindrucksvoll ist und auch wirklich jeden Skeptiker zufriedenstellt. Das war es auch schon mit dem kurzen Eindruck zum neuen BMW 5er. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ausreichend Eindrücke sammeln können. Ansonsten natürlich gerne Fragen in die Kommentare. Die hoffe ich, kann ich schnellstmöglich und bestmöglich beantworten. Sollte euch das Video trotz der Kürze gefallen haben, gerne mit einem Daumen belohnen und ich würde mich natürlich auch noch über neue Abos freuen. Dann sehen wir uns auch garantiert im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, ciao.